Hi Leute, mein Name ist Mohsen und ich bin von dem Team Dicté. Unser Ziel ist es, zusammen eine neue Sprache zu lernen. Eine neue Sprache öffnet uns die Tür in eine neue Welt. Wenn ihr diese neue schöne Welt entdecken möchtet, dann seid ihr ganz richtig. Seid ihr bereit? Los geht's! Hi Leute, ihr habt natürlich schon diese 3 Wörter gehört. Der, die und das. 3 Wörter, vor denen alle Deutschlerner eine riesige Angst haben. Wie kann man überhaupt für jedes einzelne Wort einen Artikel lernen? In diesem Video geht es um das grammatische Geschlecht der Nomen im Deutschen. Jedes Wort im Deutschen hat ein Geschlecht, das man Genus nennt. Davon gibt es im Deutschen 3. Männlich oder maskulin mit dem Artikel der, weiblich oder feminin mit dem Artikel die und sächlich oder neutral mit dem Artikel das. Wenn man von Menschen spricht, benutzt man dann das natürliche Geschlecht. Der Mann, die Frau, der Onkel, die Tante, der Student, die Studentin. Aber es gibt noch viele Wörter, die keine Menschen bezeichnen. Und für die meisten gibt es keine Regel. Manchmal gibt es aber einige kleine Regeln und Tricks und mit Hilfe von Tricks kann man manchmal zu 100% sicher den Artikel eines Wortes raten. Hier sind die Tricks. Zuerst maskuline Nomen. Einige Wörter haben bestimmte Endungen oder Nachsilben, die typisch für männliche Nomen sind. Wir lernen diese Endungen und ein paar Beispiele dafür. Der Kalender, der Drucker, der Computer, aber die Nummer. Der Ingenieur, der Friseur, der Regisseur, der Motor, der Professor, der Autor, der Schmetterling, der Lehrling, der Zwilling, der Honig, der König, der Teppich, der Journalist, der Sozialist, der Kapitalist, der Journalismus, der Sozialismus, der Kapitalismus, der Physiker, der Mathematiker, der Mechaniker, der Doktorand, der Emigrant, der Student. Außerdem sind fast alle Tageszeiten und alle Wochentage, Monate und Jahreszeiten maskulin. Der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag und der Abend, aber die Nacht. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Januar, der Februar, der März und so weiter. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Auch alle Himmelsrichtungen sind maskulin. Der Norden, der Süden, der Osten, der Westen. Die Automarken. Ihr kennt natürlich die bekannten deutschen Automarken. Der BMW, der Mercedes, der Audi, der VW und so weiter. Alkoholische Getränke. Der Wein, der Cognac, aber das Bier. Wetterwörter. Der Schnee, der Nebel, der Sturm, der Wind, aber die Wolke. Währungen. Der Euro, der Dollar, der Yuan, aber das Pfund und die Rupie. Jetzt kommen wir zu den femininen Nomen. Für viele weibliche Personen und alle weiblichen Berufsbezeichnungen benutzt man die Endung in. Also haben all diese Wörter den Artikel die. Die Freundin, die Ärztin, die Sekretärin, die Köchin.
die Übung, die Prüfung, die Zeitung, die Rechnung, die Universität, die Nationalität, die Aktivität, die Freiheit, die Krankheit, die Fähigkeit, die Freundschaft, die Gesellschaft, die Mannschaft, die Region, die Religion, die Diskussion, die Mathematik, die Physik, die Fabrik, die Biologie, die Psychologie, die Biografie, die Kultur, die Natur, die Literatur, die Distanz, die Konferenz, die Intelligenz, die Türkei, die Slowakei, die Bäckerei, aber das Aal und der Papagei. Viele besonders zweisilbige Nomen auf E. Die Lampe, die Tasche, die Straße, aber der Junge. Zahlen sind auch feminin. Die 1, die 2, die 3 und so weiter. Und zum Schluss die neutralen Nomen. Das sind im Vergleich zu den letzten zwei Gruppen deutlich weniger. Aber sie haben auch manchmal bestimmte Endungen. Zum Beispiel die Verkleinerungsform chen und lein, das Mädchen, das Bäumchen, das Fräulein, das Instrument, das Medikament, das Dokument, aber der Moment, das Museum, das Publikum, das Datum, das Thema, das Klima, das Komma, aber die Firma, das Foto, das Radio, das Kino. Buchstaben sind auch neutral. Das A, das B, das C. Farben, das Grün, das Gelb, das Rot. Außerdem sind nominalisierte Verben und Adjektive neutral. Das Lesen, das Laufen, das Gute, das Interessante. Es gibt auch einige englische Verben, die man im Deutschen benutzt. Das Training, das Shopping, das Timing. Ja, das sind die Regeln und Tricks, die euch helfen, euch die Artikel der Nomen im Deutschen einfacher zu merken. Am besten ist es aber, wenn man immer mit den Nomen den Artikel zusammenlernt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann liked bitte das Video und wenn ihr andere Beispiele für diese Regeln kennt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich wünsche euch allen beim Deutschlernen viel Glück. Bis bald. Tschüss.